In diesem zweiten Teil des Norwegen-Films erwartet euch eine fantastische Reise in eisige Gefilde in eine extreme Gegend dieser Welt. Ihr werdet Eisbären sehen, Walrosse und Robben, faszinierende Landschaften und die Relikte einer grausamen Zeit, als Walfänger und Robbenschlächter hier das Sagen hatten. Ich wünsche euch auch mit diesem Teil des Filmes viel Spaß. Die Reise geht weiter. Unser nächstes Ziel ist Spitzbergen, ganz oben im Norden. Wir sind in Longyearbyen, quasi ein Vorposten der Menschheit in der Arktis, rund 1300 Kilometer vom Nordpol entfernt. Longyearbyen ist die nördlichste, permanent bewohnte größere Siedlung der Welt. Eine karge, baumlose, leicht bergige Landschaft, der Boden ist tiefgefroren, Tagestemperaturen derzeit im Hochsommer rund 5 Grad Celsius. Die Sonne scheint rund um die Uhr, vom 26. Oktober bis 15. Februar bleibt sie vollständig unter dem Horizont, es herrscht fortwährend schwarze Nacht. Gegründet wurde der Ort vom Amerikaner John Munro Longyear 1906 als Bergbauarbeiterstadt der reichen Kohlevorkommen wegen. Rund 2200 Menschen sind hier ansässig, auf der ganzen Insel Spitzbergen 2700. Viele leben noch immer vom Bergbau, in Betrieb ist noch eine Grube nahe der Stadt gelegen. Die Siedlung verfügt über eine moderne Infrastruktur wie Geschäfte, Restaurants, Hotels, Schule, Krankenhaus, Kino, Schwimmbad und Museen. Zunehmend wichtig ist seit den 1990er Jahren die Forschung und der Tourismus. So finden sich hier Universität, Polarinstitut, Radaranlagen zur Erforschung der Atmosphäre und Satellitenstationen. Zudem kommen pro Jahr etwa 30.000 Besucher nach Spitzbergen. Ist überschaubar. Das Straßennetz umfasst nur 40 Kilometer rund um den Ort herum. Schneemobile im langen Winter und Boote sind die Fortbewegungsmittel der Wahl. Von den Anlagen und Gebäuden der alten Minen von vor dem Zweiten Weltkrieg ist nicht mehr viel zu sehen. Sprengte die deutsche Wehrmacht doch vieles. All das, was die Zerstörungsorgie überstanden hat, untersteht heute dem Denkmalschutz. Besonders interessant sind die Reste des alten Fördersystems wie ein großes Verteilsystem oberhalb der Stadt, mit der die Kohle von den alten Minen nach Longyearbyen transportiert wurde. Früher waren die teils kilometerweit entfernten Minen alle über derartige Fördersysteme mit dem Verladehafen verbunden. Immer mal wieder kreuzen Rentiere in Longyearbyen den Weg. Die Art ist hier kleiner und gedrungener als am Festland und die Tiere leben wild. Sie halten sich gerne in der Umgebung von Siedlungen auf, zumal hier nicht gejagt werden darf. Gut beobachten lassen sich auf Spitzbergen die ansonsten recht scheuen Kurzschnabelgänse. Sie sind die größten und am häufigsten verbreiteten der hier brütenden Gänsearten, erreichen eine Länge von 75 cm und ein Gewicht von über 2,5 Kilogramm. Eine Legende hält sich weltweit hartnäckig, nämlich dass das Sterben per Gesetz hier in Longyearbyen verboten sei. Der Grund der Permafrostboden. Beerdigungen sind nur sehr schwer möglich und wenn im Sommer die oberste Schicht auftaut, besteht die Gefahr, dass die Leichen herausgespült werden. So wird es immer wieder behauptet, das ist jedoch Unfug. Familien, die über Generationen hier leben, gibt es so gut wie keine. Die meisten kommen vom Festland und wollen auch dort beerdigt werden, wo sie geboren wurden. Und will jemand hier begraben werden, ist auch das möglich als Urnenbegräbnis. Zuletzt 2014. Nahegelegen ist der Global Seed Vault, der Saatguttresor. In Betrieb genommen 2008,
lagern im Permafrostboden über 1 Million Samenproben von Nutzpflanzen aus aller Welt, sicher vor Naturkatastrophen oder menschengemachten. Nach einer Katastrophe können derartige Anlagen helfen, die Erde wieder zu kultivieren. Die Mine Nummer 3, 1971 in Betrieb genommen und 1996 geschlossen. Wobei, geschlossen ist relativ, offiziell ist sie nur außer Betrieb. Würde man sie endgültig schließen, müsste alles rückgebaut und renaturiert werden. Also schließt man generell keine Minen, sondern legt sie vorübergehend still. After 6 months, they become experienced mine work. And here was important. During winter time, the fjord coming in here was full of ice. Als das Bergwerk aufgelassen wurde, ließ man Werkzeug, Maschinen und Kleidung stehen und liegen, als ob die Bergleute am kommenden Tag wieder kämen. Das gibt einen sehr guten Eindruck, wie hier in den 70er bis 90er Jahren gearbeitet wurde. If that wasn't there, they would destroy the hat. So they lay down, they put this on the hips, and they were drilling. You have to remember, laying down. Beginning of the 1990s. When the workers used them, there were a roof on it. It's not big enough. Die Qualität der Steinkohle ist sehr gut. Sie besteht zu 98% aus reinem Kohlenstoff, sodass sich der Abbau auch heute noch lohnt. Die Kohle findet vor allem bei der Herstellung hochwertigen Stahles ihren Einsatz, etwa für Motorenblöcke von Automobilen. Auch hier findet sich ein Archiv in sicheren Tiefen. Es beinhaltet zahlreiche Mikrofilme, etwa von der NASA, die Aufnahmen der Mondlandung oder auch das Originalrezept von Coca-Cola. Die Arbeit war sehr schwer. Unter Tage herrscht Permafrost, in den Gängen um die -2 Grad. Eine Schicht dauerte 8 Stunden und man arbeitete mit schwerem Gerät in Handarbeit in Flößen von um die 60 cm Höhe. Also den ganzen Tag liegend und kriechend. Ungefährlich war es auch nicht. Dennoch blieben nicht wenige ihr Leben lang dieser Arbeit treu. Wegen der sehr guten Bezahlung, geringer Steuern und der nicht selten fast familiären Kameradschaft unter den Bergleuten. They had it. This was also higher up because it was needed to have the frame. So it's easier just to scrape the coal straight into the shell. Yeah, it was. So. Es geht ins Umland von Longyearbyen. Wir sind mit einem Guide und Fahrzeug unterwegs. Ohne sollte man die Siedlung nicht verlassen. Wir sind im Eisbärenland, deswegen sind die Führer auch bewaffnet. Zum Verbremen eine Schreckschusswaffe, für den äußersten Notfall ein scharfes Gewehr. Unwahrscheinlich, hier Eisbären zu begegnen, aber nicht auszuschließen. 2020 wurde ein Guide auf einem Zeltplatz in Longyearbyen durch einen Eisbären getötet. In erster Linie steht Vogelbeobachtung auf dem Programm. Recht häufig sieht man die 3 hier lebenden Gänsearten, die 3 Zehnmöwen und Eiderenten. Außerhalb der Stadt finden sich zudem eine Reihe von größeren Zwingern, in denen die Huskies gehalten werden. Am alten Flughafen liegt das Wrack eines deutschen Flugzeuges aus dem Zweiten Weltkrieg. Es machte damals hier eine Bruchlandung. Es ist einer der seltenen Tage, an denen es regnet. Hier fallen nur 200 mm Niederschlag im Jahr. Jahresmitteltemperatur liegt bei -7,5 Grad Celsius, recht warm für diese Breitengrade, bedingt durch Ausläufer des Golfstromes. Unterwegs geht es an den Überresten der alten Minen vorbei. So auch an der noch in Betrieb befindlichen Mine Nummer 7, die sich jedoch im Nebel verbirgt. Eine Rast machen wir in einem Zelt der Spitzbergen Adventures Gruppe, bei der wir insgesamt 3 Touren gebucht haben.
Nur mit dem Grillen sieht es bei dem Wetter etwas mau aus. Eine recht seltene Falkenraubmöwe wartet auf ihre Gelegenheit, etwas vom Essen abzubekommen. Wir sind an Bord des Expeditionsschiffes MS Seaspirit am Longyearbyen verlassen. Vom Hafen der Stadt aus ist das Schiff in die arktische See gestochen. Es geht einmal rund um die Insel. Im Norden wollen wir die Packeisgrenze erreichen, zum Nordpol wären es dann noch 900 Kilometer. Im Osten ist die Insel Kvitoja unser Ziel, was nur selten gelingt. Um die Südspitze zurück werden wir wieder Longyearbyen erreichen. Die Kabinen an Bord des Expeditionsschiffes sind recht großzügig und komfortabel mit ihren rund 20 Quadratmetern. Die MS Seaspirit hat den Charme eines alten Schiffes, viel mit Holz und Messing, stammt aus dem Jahr 1991, renoviert 2016. An Bord sind auf dieser Reise 68 Passagiere aus den unterschiedlichsten Ländern, maximal 114 wären möglich. Hinzu kommen 72 Crewmitglieder und 13 Angehörige des Expeditionsteams. Gegessen wird in einem à la carte Restaurant, darüber hinaus bietet es eine größere Lounge für Vorträge, zudem finden sich eine Bücherei, Club-Lounge und Outdoor-Bistro mit Jacuzzi an Bord. Wir haben über Nacht 110 Seemeilen zurückgelegt und am Morgen Ny-Ålesund erreicht, die nördlichste Siedlung der Welt. In der ehemaligen Bergbausiedlung stehen heute 12 Forschungsstationen aus 9 Ländern, auch aus Deutschland. Forschungsthemen sind unter anderem die Erkundung der Atmosphäre, der Klimawandel und Umweltverschmutzung. Ny-Ålesund hat eine interessante Geschichte, was die Erforschung der Arktis angeht. Hier starteten 3 Expeditionen, um mit Luftschiffen den geografischen Nordpol zu erreichen. Mit dabei war Roald Amundsen. Der 35 Meter hohe Ankermast, an denen die Luftschiffe festmachten, steht heute noch. Am 11. Mai 1926 startete hier das Luftschiff Norge, um den Nordpol mit Roald Amundsen als Leiter und 16 weiteren Männern an Bord zu erreichen. Am 12. Mai um 1:25 Uhr erreichten sie ihr Ziel und warfen die norwegische, italienische und amerikanische Flagge über den Pol ab. Von der Bergbaugeschichte des Ortes ist nur mehr wenig übrig. Etwa eine alte Schmalspurlok. Gebaut 1909 in Berlin, brachte man sie 1977 nach Ny-Ålesund. Sie fuhr die Kohle die letzten Meter auf die Schiffe, für den Transport von den Minen zum Hafen sorgten größere Züge. In dem Ort finden sich Museum, Briefpost, Hotel für die Wissenschaftler und ein Souvenirladen, der letzte auf dieser Reise. Die alten Gebäude stehen größtenteils noch und wurden renoviert. Man lässt hier alle Fahrzeuge und Häuser wie in Longyearbyen immer unverschlossen. So kann man, sollte ein Eisbär auftauchen, sich in ein Auto oder Haus retten. Der St. Jonsforden, unsere nächste Station auf der Reise rund ums Spitzbergen. Von nun an geht es nur noch mit den Zodiacs, den Tenderbooten oder für eine kleine Gruppe mit den Kajaks an Land.
Angelandet wird hier wegen eines hohen Vogelfelsens und der davor vorhandenen Vegetation mit Gräsern und Blumen. Möglich macht das der Guano, der Kot der Vögel. Auch ein paar Rentiere tauchen auf. Beim Landgang eruieren die Guides immer erst, ob weiträumig keine Eisbären zu sehen sind. Ersticht der Nebel oder sind Eisbären in der Nähe, gibt es keine Anlandung. Scheint alles in Ordnung, sichern dennoch 7 oder 8 Mitglieder der Expeditionscrew mit Signalwaffe und Gewehr das ganze Gelände an strategischen Punkten und von Boden aus ab und überwachen das Areal. Es bleibt Zeit genug, den kalbenden Gletscher zu beobachten, und besonders beeindruckend sind immer wieder die Geräusche, die Gletscher von sich geben. Bei der Rückfahrt zum Schiff geht es an einer Klippe vorbei, wo sich zahlreiche Papageientaucher finden. Der einzige Ort auf Svalbard, wo diese prächtigen Vögel zu beobachten sind. Der Vogel hat eine Länge von etwa 30 cm und wiegt bis zu einem halben Kilogramm. Durch seinen kräftigen, bunten Schnabel kann man ihn leicht erkennen und es macht ihn zum Liebling von Fotografen. Coming, hold yourself. Tags darauf erreichen wir Smeerenburg auf der Insel Danskoja, eine ehemalige Walfangstation. Hier findet sich eine Kolonie von Walrossen. Man darf so an die 50 Meter an sie heran, immer gegen den Wind und nur von einer Seite, um sie nicht zu stören. Auf Spitzbergen lebt das Atlantik-Walross, von dem es noch um die 20.000 Tiere geben soll. Das Weibchen wird etwa 3 Meter lang, wiegt 1,2 Tonnen. Das Männchen ist 3,60 Meter groß und bis zu 1,9 Tonnen schwer. Das Alter lässt sich anhand der Zähne bestimmen. In freier Wildbahn können sie bis 40 Jahre alt werden. Ihre langen Zähne dienen Revierkämpfen und zur Verteidigung gegenüber Eisbären. Die Bären greifen Walrosse normalerweise aber nicht an. Ein krankes Tier oder ein Jungtier, das abgesondert wurde, kann schon mal von einem Eisbären erlegt werden. Von der alten Walfangstation ist kaum mehr etwas übrig. Viel altes Holz der verfallenen Gebäude und der Öfen, mit dem man das Öl aus dem Tran gewonnen hat. Der Walfang begann auf Smeerenburg um 1606 und dauerte bis etwa 1750. Dann gab es keine Wale mehr und auch keine Walrosse. Mit dem Tenderboot geht es auf die benachbarte Insel zu dem Ort Virgo-Hamna. Und dieser Ort ist, finde ich, was ganz, ganz Besonderes. Ich selber habe 3 Jahre gebraucht, bis ich das erste Mal hier anlanden konnte. Da hoffe ich, dass ihr einfach auch selber realisiert, was für ein besonderer Ort das hier ist. Es dürfen nicht viele Leute hierher. Wir brauchen auch besondere Genehmigungen und alles, um hier überhaupt an Land gehen zu dürfen. Und das Ganze liegt natürlich an diesen gesamten alten Artefakten, die hier rumliegen. Alle Reste der Polarexpedition sind hier geschützt. Das Holz, die Ruinen eines großen Hangars,
die verrosteten Fässer, Keramik, Ziegel und vieles mehr. Die Bucht war ein idealer Standort für frühe Walfänger, wie Polarexpeditionen halten Ausläufer des Golfstromes sie frei von Eis. Zu sehen sind auch einige der Gräber aus der Walfangzeit zwischen 1606 und 1730. Das Leben als Walfänger hier war sehr schwer. Entsprechend hoch war die Todesrate. Und die Männer wollten dort beerdigt werden, wo sie starben. Ja, dann so 1890 bis 1928, um den Dreh herum, gab es insgesamt 9 Expeditionen, die eben versucht haben, von Spitzbergen aus, von Svalbard aus zum Nordpol zu fliegen. Und 5 von diesen 9 Expeditionen sind genau von hier gestartet. Im Oktober 1897 starteten hier 3 Schweden mit einem Luftschiff unter Führung von Salomon August André. Mit dabei der Student und Fotograf Niels Strindberg, frisch verlobt mit Anna Charlier. Die Expedition zum Nordpol scheiterte. Nach 3 Tagen mussten sie auf dem driftenden Packeis notlanden und schlugen sich zu der Insel Kvitoja durch, wo sie starben. Intensive Suchen nach ihnen scheiterten, bis ihre Überreste 33 Jahre später zufällig entdeckt wurden. Man borg ihre Gebeine und bestattete sie feierlich in Stockholm. 3 Tage nach unserer Visite auf Virgo-Hamna erreichten wir bei schönstem Wetter die Insel Kvitoja, was wetter- und eisbedingt nur selten gelingt. Hier erinnert ein Denkmal an die Stelle, an der die Überreste der Expedition gefunden wurden. Aber die Geschichte geht weiter. Anna wartete 18 Jahre lang vergeblich auf ihren Nils, bis sie dann einen anderen Mann ehelichte. Doch sie ließ nie von Nils ab. Als man seine Überreste entdeckt hatte, verfügte sie, dass bei ihrem Tod der Körper bei ihrem Mann bestattet wird und ihr Herz bei Strindberg in Stockholm. So geschah es 1949 auch. Zurück in Virgo-Hamna. Die Fahrt geht weiter, ein kurzes Stück Richtung Südost. Ziel ist die Texas Bar. Diese Bar ist von einem ganz bekannten norwegischen Trapper gebaut worden. Das war der Hilmar Neuss, der Hilmar. Ja? Der Hilmar hatte über ganz, ganz lange, eigentlich Jahrzehnte, den Überwinterungsrekord. Der, glaube ich, war hier 38 Winter am Stück. Und warum war er im Winter vor allem hier? Weil Tiere, die er fangen wollte, Eisbär, Fuchs, die hatten ein Winterfell. Und das Winterfell ist natürlich viel dichter und schöner als das Sommerfell, viel, viel mehr wert. Auch heute nutzt etwa der Gouverneur der Insel Spitzbergen diese 1927 errichtete Hütte. Zudem gibt es noch einige Trapper auf Spitzbergen, die hier Schutz vor Eisbären finden. Erlegt wurden früher vor allem Eisbären, Rentiere und Polarfüchse. Ja, und was wir jetzt hier eben vor uns haben, das ist eine Falle für den Fuchs. Genau, das waren praktisch Schlagfallen. Es wurde aufgestellt, es wurde ein Köder reingegeben. Der Fuchs ging hin, vielleicht ein Ei oder ein Stück von einem Vogel, ist rein und hat dann dran gezogen und dann, Quatsch, ist ihm das ganze Stein hier auf dem Kopf ins Genick gefallen und das war's dann für den Fuchs. Auf einer Wanderung lässt sich gut die Botanik der erdisch-karger Landschaften erkunden. Alle Pflanzen hier wachsen extrem langsam, deswegen sollte man aufpassen, wohin man tritt. Die Pflanzen müssen sich nicht nur mit den kargen Böden abfinden, sondern auch mit der Dunkelheit über Monate hinweg und langanhaltenden Frostperioden. Dennoch gedeihen erstaunlich viele Pflanzenarten, vor allem Steinbrecherarten, Silberwurz, Hahnenfußgewächse oder Wollgras und vieles mehr. Daneben finden sich Pilze, Flechten und Moose. Was es nicht gibt, sind Bäume. Und wenn man schon an der Texas Bar ist, muss man dem Ort auch gerecht werden. Also gibt es einen Schluck Wodka. Wie Hilmar Neuss auf den Namen Texas Bar kam, ist nicht überliefert. Zurück am Schiff ging es die ganze Nacht Richtung Norden. Gegen 21 Uhr überquerten wir den 80. Breitengrad. Und morgens um 7:40 Uhr haben wir die Packeisgrenze erreicht.
Zu diesem Zeitpunkt am 5. Juli liegt die Parkeisgrenze auf 81 Grad Nord und 22 Minuten. Von hier aus ging es nur noch auf dem Packeis weiter. Der geografische Nordpol ist noch rund 500 nautische Seemeilen entfernt, etwa 900 Kilometer. Die Temperatur an Bord ist um die 0 Grad, es scheint die Sonne. Für uns ist das der nördlichste Punkt dieser Reise. Es geht wieder südwärts. Erster Stopp sind die Seven Islands. Auf Philip Sawyer gehen wir an Land. Der Strand ist übersät von Treibholz. Ganze Stämme finden sich zuhauf. Das Holz wird von Sibirien bis hierher angetrieben. Mit dem Holz kommt der Müll. Es ist üblich, dass die Besucher und Guides bei Landgängen angeschwemmte Plastikabfälle und Seile einsammeln, mitnehmen und im Hafen von Longyearbyen entsorgen. 3 Sack kommen zusammen, hier landen nur wenige Schiffe an. Auch auf Philip Sawyer findet sich eine Trapperhütte von 1936, die noch heute genutzt wird. Weiter südöstlich erreichen wir die Insel Twitoya. Hier wurden ja die Gebeine der Mitglieder der 1897 Arktis-Expedition geborgen. Die Insel ist nahezu vollständig mit Eis bedeckt, etwa 40 mal 20 Kilometer groß und die höchste Erhebung beträgt rund 400 Meter. Wir sind jetzt an der östlichsten Ecke bei Kremerpünden und wollen eine Zodiac-Tour entlang des Gletschers machen. Dann lassen Sie sich blicken. Erst aus der Ferne, etwas später kommen Sie bis an das Ufer herunter. 3 Eisbären, ein Muttertier mit ihrem Jungen und etwas entfernt ein weiteres Einzeltier. Das Muttertier beobachtet uns wie wir sie und blieb über 2 Stunden. Es ist schon etwas Besonderes, Eisbären in der freien Natur zu beobachten. Der Polarbär, Ursus maritimus oder wie die Inuit sagen, Nanook, der große Wanderer, ist schon gewaltig. Selbst aus der Ferne. Männchen werden um die 300 bis 700 Kilogramm schwer, Weibchen bis 250 Kilogramm. Gejagt wurden sie auf Spitzbergen bis 1973, seitdem sind sie geschützt. Weltweit soll es noch um die 22.000 bis 30.000 Eisbären geben. Durch das zurückgehende Eis sind sie jedoch akut gefährdet. An Land erreichen die Bären im Galopp eine Geschwindigkeit von bis zu 40 km pro Stunde, deutlich mehr als normale Menschen. Auch sind sie schnelle Schwimmer, erreichen rund 10 km pro Stunde, schneller als wir in den Kajaks. Der dritte Bär dürfte ein jüngeres Tier sein, das Fell ist deutlich heller. Und er hält respektvoll Abstand. Dann tauchen noch Walrosse auf, einzelne regeln sich auf Eisschollen, es ist eigentlich nicht mehr zu toppen.
Wir bewegen uns die nächsten Tage weiter südwestlich, kommen am Gletscher Brassfjellbren vorbei, an Torrelneset und Alkefjellet. Richtung Süden folgen Kap Waldburg und Kap Lee, bevor es wieder um die Südspitze herum nach Longyearbyen zurückgeht. Auch am Brassfjellbren lassen sich die Auswirkungen der Klimaerwärmung gut beobachten. So fließt das Schmelzwasser heute durch viele Gletscherspalten unterirdisch ab, während es noch wenige Jahre zuvor oberirdisch abfloss, an der Abbruchkante zahlreiche Wasserfälle bildete. Die gibt es nicht mehr. Wir sind am Torrelneset, unserem nächsten Stopp, angekommen. Hier findet sich eine weitere Walrosskolonie. Zahlreiche Tiere tummeln sich im Wasser, vor allem Jungtiere spielen in der Brandung. Ihnen kann man sich mit dem Kajak so auf 20 bis 30 Meter nähern. Nur die jungen Walrosse halten sich nicht so dran, sind neugierig, kommen schon mal in die Nähe des Bootes, schubsen es etwas an. Okay, Werner, Alex, how was that encounter with the walrus? That was very scary. How close was it? I turned around and I heard this sloop of the water, and then then we touched the boat, and then we stepped on the pedal. So now you have a story to tell about the kayaking with walrus, huh? Von Land aus lassen sich die Tiere besser beobachten. Wir halten uns aber nur kurz auf, kommen später noch an eine größere Kolonie mit viel Zeit. Nachmittags in Alkefjellet paddeln wir wenige Meter an einem rund 100 Meter hohen Kliff entlang. Um uns herum flattern und schwimmen tausende Vögel. Hier brüten so um die 60.000 Paare Dickschnabellummen in kleinen Nischen im steilen Fels. Die Geräuschkulisse ist enorm, der Geruch auch. Die Brünichs Villemont, wie die Vögel hier heißen, sind schlechte Flieger, aber hervorragende Schwimmer. Deswegen verbringen sie ihr Leben lieber im Wasser als in der Luft. Schwimmend erinnern sie stark an Pinguine. Sie tauchen ohne Probleme 100 Meter tief, bleiben bis zu 10 Minuten unter Wasser und werden 30 Jahre alt. Kap Waldburg ist erreicht. Hier findet sich etwa 200 Meter vom Ufer entfernt ein Felsen mit Tausenden von Vögeln. Es ist schon irre, wie wenig sich die Tiere um Menschen kümmern. Hier leben Kittiwakes, Trottellumme. Um die 40 cm groß, nisten sie in steilen Felsnischen und legen nur 2 Eier. Mehr Platz gibt es nicht im Nest. Im Felsen scheinen sie sicher vor dem Fuchs. Einer streift auf den Hängen herum, hält sich dort auf, wo er Nahrung erbeuten kann. Er kann gut klettern, so dass er dennoch immer wieder Beute macht. Die Vögel attackieren den Fuchs nicht. Kommt er zu nah, fliegen sie einfach weg und überlassen ihm Eier oder Brut.
Rund 3 Stunden später landen wir in Kap Lee an. Seit etwa 1600 diente dieser Platz als Schlachthaus. Hier wurden bald 400 Jahre lang unzählige Eisbären, Walrosse und Rentiere ausgenommen. Noch heute liegen unzählige Knochen herum. Die noch stehenden Hütten sind Trapperhütten aus dem 19. Jahrhundert. Zudem finden sich alte Gräber von Walrossjägern. Wir sind wegen einer Kolonie an Walrossen hier, die sich gut von einer Anhöhe aus beobachten lassen. Einige haben eine rötliche Färbung, es scheint die Sonne. Ist den Tieren zu warm, wird die Fettschicht stärker durchblutet, um Wärme abzuführen. Deswegen die rötliche Hautfarbe. Ist es kälter oder sind sie im Wasser, ist ihre Farbe braun. Dann wird die dicke Fettschicht nicht mehr durchblutet, um keine Wärme zu verlieren. Walrosse fressen vor allem Mollusken. An einem einzigen Tag vertilgen sie um die 70 Kilogramm Muscheln, indem sie aussaugen. Manchmal erbeuten sie aber auch Seehunde oder Vögel. Im Wasser erreichen sie Geschwindigkeiten von über 30 Kilometer pro Stunde und können bis zu 45 Minuten und bis zu 500 Meter tief tauchen. In Gnelotten, unserem nächsten Anlandepunkt, findet sich in wunderbarer Landschaft ebenfalls ein Vogelfelsen. Den muss man aber erklimmen. Steil geht es hinauf. Eine anstrengende Tour bei ungewöhnlichen 10 Grad Celsius, den Abhang hinauf bis zum Fuß des Felsens. Dafür hat man dann aber auch die Vögel aus der Nähe und einen wunderbaren Blick ins Tal. Wamsebu im Süden von Spitzbergen, unsere letzte Anlandung. Dieser Ort wurde ab 1930 zum Walfang vorwiegend von Belugas genutzt. Es steht noch ein Gebäude, das man als Wohnquartier nutzte. Am Strand Unmengen an Walknochen der abgeschlachteten Tiere, die zu Haufen aufgeschüttet wurden. Ein Platz, der einen die damaligen Grausamkeiten an den Tieren eindringlich vor Augen führt. Den Kajaktouren im Eismeer sei ein eigenes Kapitel gewidmet. Gepaddelt wird im Trockenanzug, der einen bei einem Sturz ins Wasser eine Weile trocken und warm hält. Die Wassertemperatur liegt bei um die 0 Grad. Super, Vince.
Raus geht es mit den Tenderbooten. Ausgebootet wird als erstes vor den Gruppen, so hat man immer etwas mehr Zeit. Von den Booten aus steigen wir in die Kajaks um. Vom Schiff aus ist es nicht möglich, die Plattform liegt dafür zu hoch. Dadurch kann man aber auch in weiter vom Schiff entlegenen Regionen paddeln. Am Anfang helfen beim Einsteigen noch die Guides, mit der Zeit geht es recht flott, selbst bei etwas höherem Wellengang. Mit den Kajaks durch das Eismeer zu paddeln ist etwas Besonderes. Macht das Wetter mit, nutzt man jede Gelegenheit, mit den Booten rauszugehen. Ihm in der Nähe ist ein Begleitboot mit einem der beiden Kajak-Guides, die sich auf dem Wasser tourweise abwechseln. Taucht ein Eisbär auf oder passiert etwas, ist schnelle Reaktion sicher. Gepaddelt wird bei nebligem Wetter genauso wie bei schönstem Sonnenschein. Manchmal herrscht etwas höherer Wellengang, die Gischt spritzt ins Gesicht, das Kajak taucht vorne in den Wellen unter, besonders beim Anlanden. Manchmal ist die See spiegelglatt. Lassen wir die Bilder sprechen. Nachmittags bei Samaringwegen. Eine der schönsten Touren bei traumhaftem Wetter. Hier geht es etwa 5 Kilometer in der Bucht zu einem Gletscher, bei Windstille, glatter See und 10 Grad Celsius. Wir haben schon bald 5 Tage Sonnenschein, seit wir die Packeisgrenze verlassen haben. Es ist keine Wolke am Himmel zu sehen. Mehr als ungewöhnlich, wie unsere Kajak-Guides Eloisa aus Argentinien und Eduardo aus Peru erzählen. Und das bisher beste Wetter in dieser Saison. Let's play with the ice cubes. Dieser Aufforderung von Eloisa folgen wir gerne. Rund 10 Stunden verbrachten wir 6 Kajaker im Boot, legten knapp 40 Kilometer zurück. Danke auch für einige der Kajakaufnahmen, die Eloisa und Eduardo zur Verfügung gestellt haben. Die beiden Meeresbiologen sind enthusiastische Kajakfahrer. Das ist zu spüren. Für mich persönlich sind die Touren im Kajak auf offenem Meer, an Gletschern entlang oder Felswänden sicherlich einer der Höhepunkte dieser Fahrt. Neben den Walrossen und Eisbären natürlich. Zurück am Schiff gibt es noch eine alte Tradition, der Polar Plunge. Ein Sprung ins etwa 1 Grad kalte Wasser vom Zodiac aus.
Es ist eine extreme Region, die Arktis. Hier wurde Geschichte in der Polarforschung geschrieben und die Tierwelt jahrhundertelang abgeschlachtet. Heute sind sie meistens streng geschützt, wenigstens hier rund um Spitzbergen. Doch jetzt bereitet ihnen der Klimawandel Probleme. Ohne Packeis finden etwa die Eisbären nicht genügend Nahrung.